Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es geht jetzt um einen Jaguar Serie 3 Coupé. Das ist erstmal nicht so was Besonderes. Autos sind ja vor allen Dingen für die USA seinerzeit gebaut worden. Das ist ein Amerikaner, ein typischer, aber unser Auto ist eben kein Amerikaner und das macht die absolute Seltenheit aus. Das ist ein Auto, das hat eine deutsche Familie sich mal neu gekauft, hat der Vater gefahren in der Firma, ab 1975, dann die Mutter. Und heute der Sohn, und der hat mittlerweile so eine große Sammlung, dass er gesagt hat, ist zwar unser Familienstück, aber wir wollen jetzt doch abgeben. Und das macht die Besonderheit. Ein deutsches Ersthandauto, was das ja hier genau genommen ist ja ein Familienfahrzeug, bei so einem Wagen ist eine absolute Rarität. Ist ein 2+2 Sitzer, das könnt ihr daran sehen, dass er hinten die etwas längere Heckpartie hat. Da können also wirklich zwei Leute hinten drin sitzen. Gab ja vorher das Serie 1 Coupé, das ging dann schon hier runter. Da hatte man hinten nie Platz. Da haben sich ein paar Leute darüber beschwert, dass der so klein war. Deswegen hat er halt diese tolle, knackige Form gehabt. Ja, und das ist ein 12-Zylinder immerhin. Der leistet 270 PS. Ist ziemlich schnell gewesen, war 238 Stundenkilometer schnell. Und was außerdem an dem Auto unglaublich interessant ist, der hat eine Schaltung. Ich setze mich da jetzt mal rein, ich zeige euch das mal. Schaut mal hier, das geht mal damit los, dass der Wagen noch die erste Innenausstattung hat und die ist wirklich in einem richtig guten Zustand. Das ist ganz original, das sind die ersten Ledersitze von Jaguar damals. Ich setze mich da jetzt mal hinein und zeige euch so ein bisschen. Es sind relativ kleine sportliche Sitze. Das ist das Armaturenbrett. Das erste, was ich merke, ist dieser originale Jaguar-Geruch. Ich kenne den, ich habe Jaguar schon viele verkauft. Das ist ein ganz sauberes, ein ganz ehrliches, originales Auto. Ist zwar restauriert, da haben wir auch ein Buch drüber, das zeige ich euch, aber die haben das, was hier drin war, das ganz tolle, originale Jaguar-Lenkrad. Hier die Viergangschaltung, handgeschaltet, ist absolut gesucht, der geht ja richtig ab. Der hat 5,4 Liter Hubraum, was viel ist, verteilt auf 12 Zylinder. Ja, hat dann hier natürlich deutsche Instrumente, geht bis 260, knapp 240 war er schnell. Kilometer 49.825. Ich gehe davon aus, dass sie echt sind, weil die Ledersitze würden sonst nicht in so einem hervorragenden Zustand sein. Wenn der jetzt 148.000 gelaufen hätte, wäre das innen nicht mehr in dem Zustand. Das ist hier der Aschenbecher, hier ist die Handbremse zu dem Wagen. Also der Zustand hier, auch das ganze Interieur überall, ist richtig toll. Ist übrigens noch ein Auto zum Starten, da gab es einen Schok, den musste man rausziehen. Dann ist er gelaufen nachher runter. Der einzige Nachteil bei so einem 12-Zylinder, er hat einen ziemlichen Spritverbrauch, das weiß ich. Bin so mit so einem Auto mal gefahren, offen von Sylt bis nach Hamburg. Und da gehen einfach 18 bis 20 Liter durch. Das hilft nichts. Gut, man fährt den Wagen ja nur auch nicht täglich. Aber das braucht er ganz einfach. Er hat ein Drehzahlmesser, der geht bis 7000 Umdrehungen. Drehen kann man ihn bis 6.500, was eine ganze Menge ist für einen 12-Zylinder. Ja, und er hat, wenn man hier drin sitzt, diesen tollen Blick über diese ganz langgezogene Haube vorne. Ist ja also wirklich eine Design-Ikone, dieser E-Type. Ja, und wenn ich jetzt mal so nach oben gucke, das ist alles in einem super Zustand hier. Das ist alles so, wie Jaguar das Band mal verlassen hat, dieser Wagen. Schaut mal hier. Alles wunderschön erhalten. Also das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich habe einen deutschen E-Type aus erster Hand in so einer Qualität noch gar nicht gehabt. Das war auch der Grund, weshalb wir das Auto genommen haben. Serie 3, ich sag mal, mag jetzt nicht immer jeder, aber so ein Auto, das diesen fantastischen Ledergeruch noch hat und der so gut gearbeitet ist, echt eine Rarität. Ja, wir haben hier unten die Hebelchen für die Motorhaube, die ziehe ich mal raus, die Chromhebel. 1 und da unten komme ich da rüber, ja, 2. Jetzt können wir die Haube, das ist ja ein Teil beim E-Type, mal öffnen. Muss man erst unten leicht anheben. Dann ist hier vorne der Hebel und dann öffnet sich das. So, das ist der Originalmotor. Da ist jetzt keine Motorwäsche gemacht worden und gar nichts, aber wenn ihr hier mal reinguckt, das sieht alles wirklich gut aus. 12 Zylinder in V-Form, also 2x6. Ist ein toller Motor gewesen, der noch sehr, sehr lange gebaut wurde, später auch im Daimler Double Six. Ich sag mal so bis 1991 immer noch Grundlage dieser Motor. Und ein geschalteter 12-Zylinder gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Und wenn man sich hier die Leistung überlegt, dafür ist das Auto ja wirklich nicht teuer. Auto kostet knapp über 100. Bei der Qualität, deutsches Ersthandauto, ich glaube, da muss man lange suchen, bis man sowas findet. Man merkt das übrigens auch hier überall. Also ob das jetzt der Chrom ist oder wie der Deckel hinten sitzt,
Schaut euch das mal an. Das sind alles noch die originalen Teile und in einem sehr, sehr schönen Zustand. Hinten hat er 4 Rohre, das ist charakteristisch gewesen. Die gab es zeitweise auch mal mit 2 Rohren. Aber es ist wie gesagt kein Amerikaner. Also wenn die 100 Autos gebaut haben, dann sind 90 nach Amerika gegangen und die anderen 10 auf die Welt verteilt und nach Deutschland ganz, ganz wenig. Und das ist halt eben ein deutscher originaler E-Type. Das ist eine Rarität. Also habe ich auch, glaube ich habe mal einen Serie 1 3.8er aus Deutschland gehabt, aber sonst nur ganz, ganz wenige. Die meisten kamen aus England oder aus USA. Ja, so sieht der Motorraum aus. Alles ein Teil, dieses riesige Frontteil. Jetzt haben wir hier ein Buch bekommen. Das ist einmal die fotodokumentierte Restaurierung. Das ist übrigens auch ganz selten, nicht? Eine Betriebsanleitung, schaut mal hier, vom Serie 3 Typ E. Das ist eine absolute Rarität, das kenne ich immer nur anders. Das ist halt ein deutsches Auto, nicht? Dann hat man sowas dabei. Und so eine Betriebsanleitung sagt ja auch sehr viel. Der ist in Vechta ausgeliefert worden. Karl Südbeck, britisch Leyland-Händler. Vechta ist der. Ostwestfalen ist das ja fast, oder? Nein, nicht ganz. Noch Niedersachsen. Ja, Bedienungsanleitung. Hier ein Schaltplan. Was hier vorne ist, weiß ich nicht. British Leyland. Verkauf und Kundendienst auch dabei. So, und jetzt mache ich euch mal das Buch auf. Weil das ist nämlich spannend, um mal zu sehen. Ich meine, jeder Jaguar, der mal im Salz gefahren ist, der rostet natürlich auch ein bisschen. Das haben die hier vielleicht auch gehabt, das Problem. Und haben ihn dann restauriert. Ja, schau mal hier. Das ist alles gemacht worden. Er hat Speichenfelgen. Damals hat er wohl noch die einfachen gehabt. Ja, hier sieht man, dass die Karosserie überarbeitet wurde. Also da ist wirklich alles gemacht worden. Das ist auch hier in Deutschland gemacht worden. Das sieht sehr, sehr sauber aus. Und man sieht das an diesem schönen, auch an den ganzen Details hier. Das ist nirgends kaputt. Das ist alles in einem sehr, sehr guten Zustand. Und ich meine, dass das noch die originalen Chromteile sind. Auch innen im Interieur. Das ist alles noch original. Und sowas ist ziemlich selten. Die sind oft runtergeritten, gerade wenn sie aus Kalifornien kommen, wo es so heiß war. Dann sieht das alles nicht mehr gut aus. Ja, also hier, das können wir jetzt uns lange angucken, aber der Wagen ist komplett Frame-Off restauriert. Schaut mal hier. Ist alles gemacht worden. Ja, das hat also ein sehr, sehr gutes Gesicht. Das passt auch zur Historie. Erste deutsche Hand, deutsches Auto, deutsche Familie, finde ich absolut nett. Also jemand, der einen tollen Klassiker haben möchte, der geschaltet ist, wo man sagen kann, erste Hand, der fährt auch wirklich richtig gut, wo man richtig viel Freude hat. Da ist das hier ein ganz toller Kauf. Ein ganz interessantes Auto. Und ich meine, dass wir wirklich nicht teuer sind mit dem Wagen. Also sowas in Original bekommt man normalerweise überhaupt nicht. Tja, muss ich noch was sagen? Ist auch nur ein Kurzfilm, wie gesagt, wegen des Wetters haben wir ihn jetzt nicht rausgeholt. Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen, aber manchmal geht das einfach nicht. Also das ist wirklich eine gute Empfehlung von mir. Das ist ein ganz ehrliches, grundgutes Fahrzeug mit einer tollen Historie. Steht bei uns in der ersten Etage jetzt in unserem neuen Betrieb, Cargold Hamburg am Flughafen. Besucht mich gerne oder ruft mich an. Die Nummer ist 040 25 33 5000. Ja, und dann bis demnächst, euer Stefan Luftschütz. Tschüss, alles Gute.